möchte, dass der Kunde nach 10 bis 20 Jahren immer noch Spaß an seiner Uhr hat. Was wünschst du dir für Swissmade? Wir kämpfen alle um die gleichen Werte. Und da muss man zusammenstehen. So, jetzt Jupp, erzähl mal, wer bist du? Ich? Ja. Wen interessiert denn das? Die Frage wird oft, die Frage wird oft gestellt und es ist immer mühsam, über irgendwas zu reden, man muss sich selber die Frage stellen, wen interessiert denn das eigentlich? Ja. Also nicht, wen interessiert das, klingt das ein bisschen überhöflich, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern weil man sich selber nicht vorstellen kann, dass andere Leute sich für mich als Person interessieren, weil wir reden ja hier über Uhren, wir reden über eine Marke und dann kommt so das Thema noch, schön über mich fragen. Und dann habe ich immer so meine Probleme damit. Echt? Ja. Aber du hast eine Uhrenmarke gekauft. Ich habe eine Uhrenmarke. Da ist wohl oder übel, muss ich in dieses kalte Wasser springen. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Da komme ich nicht drum rum. Bin überhaupt nicht der Typ dafür, der sich nach vorne stellt. Ich glaube, so viele Uhrenmarken gibt es ja nicht, vor allem in der Schweiz. Ja? Für einen Außenstehender, wenn man ein bisschen kennt, gibt es schon ein paar. Ja. Aber du bist jetzt Teil der Schweizer Uhrengeschichte. Ja, und die Leute wollen ja wissen, wer dahinter steht. Das ist richtig. Aber das ist ein Ding, mit dem muss ich immer nach 2 Jahren mich noch dran gewöhnen, weil ich eigentlich ein Mensch aus dem Hintergrund bin. Ja? Ja, ich bin aus dem B2B-Business. Da kennt man sich so untereinander ein bisschen. Okay. Aber da ist man nicht gezwungen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, ich hatte noch nie mit Journalisten zu tun vorher, weil es gar nicht notwendig war. Und jetzt bist du auf einmal so im Vordergrund und dann merke ich, okay, da muss ich mich dran gewöhnen, aber es ist einfach Teil des Spiels und das muss ich jetzt einfach machen. Ja. So, also letztendlich tue ich es. Was hast du vorher gemacht? Lebensmittel. Okay. Fruchtsaftkonzentrate und Lebensmittelfarbstoffe. Alles für die Industrie. In Europa? In Euro, ja, weltweit. Ja. Und irgendwann hast du gedacht, jetzt kaufe ich mir eine Schweizer Uhrenmarke, oder genau. Wie ist das passiert? Richtig. Naja, das war eine strategische Entscheidung. Als erstes überhaupt eine Firma zu kaufen, war eine Grundsatzentscheidung, weil man erstens, man wird 40 und fragt sich, war's das jetzt? Oder packe ich nochmal was an? Wenn ich nochmal was anpacke, die jetzt wieder 20 Jahre, bis das wirklich alles richtig erfolgreich ist. Und dann musst du es jetzt tun. Und nicht irgendwann später. Zweiter Punkt ist, dass ich habe 2 Söhne, aber nur eine Firma. So blöd, wie es klingt. Aber mein großes Ziel ist es eigentlich, meinen Kindern das zu geben, was ich auch hatte. So. Und ich habe gesagt, beide sollen die Möglichkeit haben, sich selbstständig zu machen und als Selbstständiger zu handeln. Und dann habe ich gesagt, okay, Lust habe ich auch, ja, Zeit habe ich auch, packen wir noch mal was an. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. So, und dann waren viele, viele Firmen dabei, die man angeschaut hat. Ich habe da jetzt auch keine Eile gehabt. Man hat halt einfach immer mal hier, mal wieder dort, mit dem geredet. Kam ein Haufen Angebote, aber es war immer nichts, wo ich sage, wow, das interessiert mich jetzt. Man muss ja auch irgendwie Spaß dran haben. Aber du hast gezielt in der Schweiz eine Firma gesucht. Es war auf jeden Fall klar, es muss in der Schweiz sein. So nah wie möglich an meinem Wohnort. Weil meine anderen Firmen sind sehr, sehr weit weg. Und wenn du jedes Mal einen Tag hinreisen musst und einen Tag wieder zurück, dann musst du für einen Tag Arbeit 3 Tage opfern. Und das war mir zu viel irgendwann. Und irgendwann nervt dich das nach 20 Jahren. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte schon etwas irgendwo in meiner Heimat, möglichst nah an meinem Zuhause. Ist jetzt zwar immer noch 200 Kilometer weg, ist jetzt nicht so perfekt gelaufen, aber für einen Schweizer ist das viel. Für einen Schweizer ist es verdammt viel, für mich ist das eigentlich eine Tagesreise. Und warum ist es die Schweiz? Warum lebst du in der Schweiz? Du bist ja seit jetzt mittlerweile 14 Jahren hier, oder? Ich bin jetzt seit 16 Jahren schon hier. Seit 16 Jahren? Ich bin jetzt seit 16 Jahren hier. Und klar, hat berufliche Gründe, weil man einfach schon hier eine Firma hatte und weil man sich irgendwo niederlassen musste. Weil man die Wahl hatte und ich habe gesagt, gut, Schweiz. Und ich habe dann mit meiner Frau damals, haben wir eigentlich alle Möglichkeiten eigentlich ausprobiert. Also wir haben eigentlich überall, was in Frage gekommen ist, Urlaub gemacht. Eine Woche lang. Haben uns irgendwo eingenistet, haben uns die Gegend angeschaut und dann sind wir aus der Schweiz heim und gesagt, da wollen wir hin, da ist schön, da gefällt es uns. Ja. Okay. Weil ich meine, das ist sensationell, du hast hier die Berge, ich wohne ja da am Bodensee, da kannst Berge, kannst Mountainbiken, nachmittags kannst schwimmen gehen im See. Ich meine, was willst du noch mehr? Wenn du naturverbunden bist. Ja. Ich bin ja kein Stadtmensch, überhaupt nicht. Ja. Ist es das beste Land der Welt? Ja, ich würde schon sagen. Ja? Ja, definitiv.
Wenn du mich persönlich fragst, ich meine, das ist immer Geschmacksfrage, aber wenn du mich fragst, ich würde nirgendwo anders leben wollen. Du bist vor 16 Jahren in die Schweiz gezogen, hast dann angefangen hier zu leben. Irgendwann hast du dich entschieden, eine Schweizer Uhrenmarke zu kaufen. Also wenn man sich vorstellt, es gibt die Schweizer Chemie- und Pharmabranche, dann die Schweizer Banken- und Versicherungsbranche und dann die fünfte ist dann schon die Schweizer Uhrenbranche mit mehr als 20 Milliarden Exportwert jedes Jahr. Wie fühlt es sich an, eine Schweizer Uhrenmarke zu besitzen? Schon eigentlich ziemlich cool, wird dir aber erst danach bewusst, weil ich ja die Firma nur als Firma betrachtet habe. Mir war das jetzt nicht klar, dass du da in so eine eigentlich geschichtsträchtige Sache einsteigst. Also überhaupt nicht. Sondern man hat die Sachen analysiert und natürlich, ich als Fortis-Fan, was natürlich reizvoll ist, klar. Die Uhrenbranche hat einen gewissen Sex-Appeal, da brauchen wir nicht schönreden. Ja? Von dem so muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man sowas analysiert, dass man sich davon nicht irritieren lässt. Aber man muss es ja auch wirtschaftlich betrachten und nicht sagen, wow, toll, jetzt habe ich ein tolles Hobby. Um Gottes Willen, überhaupt nicht, so war nicht der Plan. Aber am Schluss, es war auch nicht das Ziel, irgendwie in die Uhrenbranche einzusteigen, überhaupt nicht. Es war halt einfach der pure Zufall, ein Glückstreffer, sage ich mal, der dazu geführt hat. Also alles so, dass man eben erstens muss das überhaupt mal mitkriegen, dass hier die Chance besteht. Es steht ja nicht so tagtäglich in der Zeitung dann, sondern es war ein Tag, wo es lanciert war und genau an dem Tag habe ich auch diese Zeitung gelesen. Dann hast du zufälligerweise diesen Freund, der dich 2 Wochen später nach Grenchen entführt. Ich habe Grenchen noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, ich wusste nicht mal, wo das ist. Ja, ich glaube, mich hat es noch nie in die Westschweiz verlagert. Klar hat man sich mal unten Genf etc. die Region angeschaut, aber Grenchen ist jetzt kein Ort, wo es hängen bleibst. Ja, dann fährst du hier vorbei, dann fährst du auch zufällig an dem Gebäude vorbei. Dann fällt dir das wieder ein, ich habe das doch in der Zeitung gelesen. Dann fragst du, kennst du den? Und der sagt dann auch, ja, logisch kenne ich die, kein Problem, müssen wir nur anrufen. Sag ich, ja, da kommen so viele Zufälle, dass du sagst, ja, war halt wahrscheinlich Schicksal. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja. War es ein Zufall oder glaubst du an Schicksal? Weiß ich nicht, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube, dass du selber schuld bist und was mit deinem Leben passiert. Also du bist schon selber verantwortlich, was du machst. Und jeder kann was anpacken. Jeder hat die Möglichkeit, irgendwann mal in seinem Leben eine Gelegenheit zu ergreifen. Er muss nur die Fähigkeit besitzen, diese Gelegenheit auch als Gelegenheit zu erkennen. Und er muss dann auch den Mut haben, okay, das mache ich jetzt. Ja? Ich meine, es ist schon, ich habe schon lange überlegt, okay, Uhrenbranche, ich? Hast jetzt nicht wirklich Ahnung von. Ja, du warst ja eigentlich ein Konsument. Ich war ein Konsument. Der Uhrenbranche. Ich kenne Fortis als Fan, als Uhrenliebhaber, aber ich kenne sie nicht aus unternehmerischer Sicht. Und das ist eine ganz andere Welt. Ja, da gibt es so dieses draußen, wie der Kunde es sieht, und dann gibt es natürlich ein inneres Ding und jede Firma läuft innen ein bisschen anders ab, als was sie sich nach außen präsentiert. Kann das nicht auch ein Vorteil sein, wenn du aus der Konsumentenperspektive kommst? Und dann eigentlich hinten sogar bei der Produktion dann landest und als Manager selber sagst, hey, was will der Kunde eigentlich? Es ist definitiv ein Vorteil, wenn man die Marke schon kennt und liebt. 100%ig. Es kann aber auch sehr gefährlich sein, weil ich auch gelernt habe in den 20 Jahren, dass wenn man in sein Produkt zu sehr verliebt ist, niemals damit Geld verdienen wird. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Das heißt, du musst jeden Tag zwischen deinen eigenen Ansprüchen oder deinen Wünschen, von denen am Schluss, jeder will einen Ferrari fahren, the best of the best. Aber du musst es auch irgendwo wirtschaftlich realisieren und du musst es am Schluss auch verkaufen. Das heißt, du musst schon bewusst immer Kompromisse machen und dir ganz im Klaren darüber sein, was will ich eigentlich und was ist das, was wir auf jeden Fall, wo sagt der fette Zug drüber, das müssen wir erfüllen. So, und da sind die Punkte, wo wir Kompromisse machen können. Und das ist immer eine Gratwanderung eigentlich. Ja, und das muss man lernen. Was ist dein höchster Anspruch bei der Fortis? Was ist das Wichtigste? Ich meine, ganz am Anfang hast du mir mal gesagt, das war vor 2 Jahren, dein größter Anspruch ist der Werterhalt. Ja, dass das der Eiffelturm, nicht der Eiffelturm, also das ist der Leuchtturm, wo sich alle Mitarbeiter eigentlich orientieren sollen. Hat sich da was verändert? Nein, überhaupt nicht. Ich sage nach wie vor, Kunde hat ein Recht auf Werterhalt. Erstens finde ich, dass der Kunde Rechte hat. Man muss jetzt nicht
jeden Wunsch erfüllen. Ja, man kann auch klar sagen, das ist unsere Richtung und das ist Fortis. Take it or leave it. Wenn es dir nicht gefällt, geht zu den anderen Marken. Es gibt so viele tausend schöne Uhren auf diesem Markt. Du musst keine Fortis tragen. Ja, du musst sie auch nicht haben. Das ist das, was wir machen. Und wenn es dir passt, passt es sehr. Ja, dann bin ich sehr froh. Aber wenn wir über Werterhalt reden, ja, dann kommt der klassische Deutsche, der da nur mal in Geld denkt, ja, was die Uhr mal wert ist, dann sage ich, darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht das, was ich, natürlich wäre das schön, ja, aber es ist nicht etwas, was ich kontrollieren kann. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind nicht groß genug, um den Markt der gebrauchten Uhren zu kontrollieren. Davon sind viel zu viele Modelle auf dem Markt. Aber was ich mir als Anspruch setzen kann, sage ich möchte, dass der Kunde nach 10 bis 20 Jahren immer noch Spaß an seiner Uhr hat, also den eigentlichen Wert, die Emotion, die eigentlich in so einem Produkt steckt. Ich bin auch einer, der sich extrem wehrt dagegen, dass so eine Uhr nur noch auf ihre Maße und irgendwelche Teile reduziert wird. Also ich finde es schade, dass die Menschen, wenn sie mit mir über diese Uhr reden, mich immer nur aufs Uhrwerk ansprechen. Dann sage ich, ja, das Uhrwerk ist ein wichtiger Teil des Ganzen, aber da gibt es noch ganz, ganz viele Teile außenrum und die sind wahnsinnig wichtig und über die möchte ich auch sprechen. Und ich finde es schade, dass die dann Leute eigentlich nur über das reden und nicht über die anderen 70%, die da drin stecken. Und wenn wir dann reden über Werterhalt, dann reden wir von Emotionen, dann reden wir daran, dass die Leute Spaß haben, dass sie eigentlich schon ein bisschen stolz sind auf das, was sie am Arm tragen. Und das soll nach 10 bis 20 Jahren immer noch da sein. Ja, das heißt, es hört nach dem Kauf nicht auf. Ja, der Fall ist nicht erledigt, nur weil der Kunde jetzt bezahlt hat. Es ist ein Teil des Ganzen. Und es hört erst auf, wenn ich in Pension gehe und alle Fortis-Träger sagen, geil, dass wir das Ding damals gekauft haben. So. Und das ist mein Anspruch. Und das musst du leben. Ja. Und das musst du deinen Mitarbeitern vorleben. Und ich möchte, dass meine Mitarbeiter es auch haben. Das heißt, am Schluss müssen wir auch stolz sein aufs Produkt. Und das heißt auch, wenn wir das echt leben wollen, dann muss das Produkt auch gut sein. Ja, dann darf das kein zu großer Kompromiss sein in Qualität etc. Da muss es einfach, wir müssen es einfach geil finden. Punkt. Ja. Das ist ja eigentlich auch deine Vision. Ja, das ist ja eigentlich auch, warum du morgens aufstehst. Manchmal früher, manchmal ein bisschen später, aber meistens früh. Meistens zu früh. Meistens zu früh und zu spät im Bett. Genau. Wo denkst du, wo geht die Schweizer Uhrenbranche hin? Denkst du, dass wir immer noch in 20 Jahren mechanische Armbanduhren tragen werden und dass der Kunde bereit ist, so viel Geld auszugeben? Ich meine, wir leben in einer sehr spannenden Welt, wo sehr vieles sehr schnell obsolet wird. Der Produktzyklus von einem technologischen Produkt in der Schweiz ist ungefähr 1,5 Jahre. Das heißt, nach 1,5 Jahren schmeiße ich ein Handy weg oder ich gebe es weiter. Ja, was sehr schade ist eigentlich. Was passiert mit der Schweizer Uhr? Ich glaube, dass das genau das ist, was die Schweizer Uhren so interessant macht und deswegen liegt für mich die Zukunft in der mechanischen Uhr, nicht in der Quarzuhr. Ja, die Quarzuhr, klar funktioniert die auch 20, 30 Jahre, aber wenn irgendwann der Batteriehersteller sagt, ich produziere dafür keine Batterien mehr, dann ist vorbei. So, dann kannst du wegschmeißen. Und das ist auch schon oft genug vorgekommen. Die mechanische Uhr ist zeitlos und unendlich. Wenn du die pflegst, ja, dann kannst du die in 100 Jahren noch tragen. Kannst sie immer reparieren. Du kannst sie immer reparieren. Ich meine, du siehst es ja, wir haben hier eine Uhr von 1926 und die läuft immer noch. Du musst sie halt pflegen, aber das musst du mit jedem mechanischen Teil. Aber das ist auch die Liebe, die man entgegenbringt dem Produkt und den Respekt vor dem Uhrmacher, der das hier liebevoll aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt hat. Und da gehört der Service einfach dazu, den man regelmäßig machen muss. Und es hält unendlich, es ist eigentlich dann das nachhaltigste Produkt der Welt und darum geht's heute, oder? Wir wollen Nachhaltigkeit produzieren. Ja? Wir wollen nicht die Dinge wegschmeißen. Wobei es mich sowieso wundert mit den Handys. Ja? Die Leute, die am meisten nach Nachhaltigkeit schreien, kaufen sich alle 2 Jahre ein neues Handy. Ja. Für mich nicht nachvollziehbar. Aber wenn wir bei Uhren reden, und es geht bei der Uhr, vor allem bei der mechanischen, geht es nicht nur mehr um, es zeigt mir die Zeit an. Es ist auch eine Lebenseinstellung, die man damit nach außen trägt. Und da ist natürlich mechanisch für mich, also ich sehe da schon eine sehr große Zukunft. Ja. Je technologischer die Welt wird, je digitaler, desto mehr schreien die Leute nach einer Auszeit. Und das bietet dir eine mechanische Uhr. Schaust du auf die Zeit? Ja. Schaust du auf deine Uhr? Ja. Nie aufs Handy? Nur wenn ich prüfe, ob sie noch richtig läuft, was meistens der Fall ist. Also zum Gegenprüfen? Nein, ich schaue aufs Handy überhaupt nicht. Ja. Ich schaue nicht auf das Handy, wie viel
wenn ich geweckt werden will in der Früh, da habe ich mein Handy. So, wenn ich unterwegs bin im Hotel, daheim habe ich einen Wecker, ja, aber auch einen Funkwecker, weil da will ich schon, dass das passt. Also will ich das wissen, ich verpasse meinen Flug nicht. Ja. Das ist ja immer so eine Sache und da willst du ja 100%iges Sicherheit haben. Abgesehen davon, dass die Uhr dich ja auch nicht weckt. Aber so schaue ich auf die Uhr. Ja, wenn ich die Zeit wissen will, schaue ich auf meine Armbanduhr. Immer noch. Du hast vorher gesagt, dass Quarzuhren werden aussterben. In einer, ich sage mal, mittleren Frist. Ich weiß nicht, ob sie aussterben werden. Ich finde, dass wenn du über Schweizer Uhr redest, und das ist eine Marke, das ist ein großes Image. Die Schweizer Uhr steht für Qualität. Das war schon immer so, die mechanischen Schweizer Uhren waren das Beste, was es gibt. Und das wird erhalten. Es wird weiterhin auch Quarzuhren geben. 100%ig sicher, weil sie in gewissen Dingen eine Rechtfertigung haben für gewisse Bereiche. Aber wenn wir über Emotionen reden, über die Liebe zum Detail, wirst du immer bei der mechanischen Uhr landen. Wird die Fortis irgendwann eine Quarzuhr machen in Zukunft? Nicht, wenn ich hier bin. Das kommt aber auch davon, sag niemals nie. Ja. Das habe ich jetzt auch gelernt in den 20 Jahren. Ne? Ja. Sag niemals nie, du weißt nie, was morgen ist. Ja? Für mich ist klar, mechanische Uhr ist das, was wir tun. Und ich habe nicht vor, Quarzuhren zu machen, weil ich dafür nichts empfinde. Ja? Ich sehe sie, sie funktionieren, die erfüllen ihren Zweck. Wenn ich sage, ja, ich will jetzt hier irgendwo einen Marathon laufen und brauche irgendwie das und das, ja gut, dann kauft ihr eine von diesen Smartwatches oder was weiß ich, die erfüllen dann schon ihren Zweck. Wenn ich davon rede, ich brauche was am Arm, ja, wo ich mit Stolz hingucke und etwas dabei empfinde, dann kann es nur eine mechanische Uhr sein. Ganz klar. Für mich. So. Okay. Das war vor ungefähr 2 Jahren, wo du die Fortis gekauft hast, mitsamt den Mitarbeitern, mit dem Gebäude. Du hattest eine Vision, dann hat es gestartet, dann hast du natürlich auch tiefe Gräben, musstest du durch tiefe Gräben, glaube ich, wandern. Ja. Und dann gab es auch natürlich viele Highlights. Jetzt haben wir die Fliegermodelle vor uns. Ja, die sind kürzlich präsentiert worden. Am 13. August den Chronographen, am 13. September die Dreizeiger und der GMT am 13. Oktober. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt die Uhren vor dir hast? Also ich bin sehr stolz drauf, ganz klar. Weil, ich meine, wir haben jetzt hier 2 Jahre uns den Arsch aufgerissen. Gell? Das sieht ja draußen keiner, was wir hier durchgemacht haben die letzten 2 Jahre. Ja? Allein manchmal beneide ich ja diese jungen Marken, ganz ehrlich, ja? Die mit nichts anfangen, aber von Anfang an alles Schritt für Schritt ordentlich aufbauen können. Ich meine, wir sind hierher gekommen und haben erstmal aufräumen müssen. Ja. Wir haben jeden Tag mit hunderten E-Mails zu tun von Kunden weltweit, die irgendwie eine Frage haben. Die müssen beantwortet werden. Das heißt, du musst dich extrem schnell auch in diese ganze Materie reinfuchsen und diese Antworten ansammeln, weil ganz ehrlich, ich habe auch nicht alles gewusst. Ja, Fortis ist klar, meine große Lieblingsmarke, aber dass ich wirklich jedes Detail weiß, möchte ich jetzt, das war definitiv nicht so. Das heißt, du musst dich geschichtlich extrem reinarbeiten, du musst dich technisch in die Materie reinarbeiten, du musst Entscheidungen fällen, in welche Richtung soll es denn gehen. So eine Uhr zu entwickeln, kostet 2 Jahre Zeit. Das ist eine komplette Neukonstruktion. Und da musst du es technisch auch verstehen und du musst auch technisch dahinter stehen. Ich bin nicht der Typ, der geht zum Konstrukteur und sagt, mach mal, soll so aussehen. Nein, so funktioniert das bei uns nicht. Ja? Ich will da jede kleine Schraube, wollen wir wissen und verstehen. Und wenn es nur darum geht, wie ist der Druck aufs Ziffernblatt vom Glas etc., gibt es da Berührungspunkte, was ist hier, das sind die kleinen Mini-Details, die der Kunde beim Kauf nicht sieht und auch von anderen Marken nicht unterscheiden kann. Weil woher soll er denn das wissen? Aber das sind die Details, die uns interessieren, weil wir wollen, dass das Ding in 20 Jahren funktioniert. Ja? Und das Ziffernblatt nicht bricht oder sonst irgendwas. Und das musst du erst mal lernen. Aber das fand ich ja sehr spannend, weil du bist ja ein Unternehmer, du hast 20 Jahre auch andere Unternehmen geführt, hast auch eine Unternehmerschule durchmachen dürfen durch deinen Vater. Ja. Ja? Du bist ein klassischer Familienunternehmer aus Deutschland, der international tätig ist, sehr erfolgreich. Aber was mir extrem aufgefallen ist, dass du dich da reingefuchst hast in diese technischen Details. Ja. Woher kommt das? Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Also das hat dir schon Spaß gemacht, gell? Das macht mir riesig Spaß, weil ich auch die Dinge verstehen will, weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, ich will es verstehen.
Vielleicht mag ich deswegen keine Quarzuhren, weil alles, was mit Elektrik zu tun hat, verstehe ich nicht. Das kannst du nicht fassen wahrscheinlich. Strom kann ich nicht sehen, das kann ich nicht anfassen, das leuchtet mir nicht ein. Ja, gibt es andere Leute, die sind dafür geeignet, ich bin absolut ungeeignet dafür. Aber das verstehe ich. Und dann folge dem Zahnrad. Das führt ja irgendwo hin, die Bewegung. Ja. Also gehst du da wieder weiter und da wieder weiter. Und wenn du natürlich so viele tolle Leute hier hast, denen du dir die Fragen stellen kannst, die diese gerne beantworten, dann lernt man es eigentlich auch relativ schnell. Ja? Und mir macht das brutal Spaß. Okay. Ja. Was war die größte Challenge bisher bei der Fortis? Wo du dir jedes Mal denkst, so, das ist schon eine harte Nummer. Oder wo du überrascht warst? Oder überrascht, ja gut, das ist die Uhrenbranche oder die Uhrenindustrie an sich. Ja. Hat mich überrascht. Okay. Die war anders, als ich es kenne. Also in meiner anderen Branche ist man grundsätzlich sehr offen. Man wird auch angesprochen von Lieferanten. Also so blöd, wie das klingt, aber so Kundenakquise ist etwas Selbstverständliches. Es ist auch selbstverständlich, dass man sich regelmäßig trifft und mit seinen Geschäftspartnern kommuniziert und auch offen Themen austauscht. Weil man muss ja offen sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot und man kann auch offen über Probleme reden. Und ich bin ein sehr offener Mensch. Mit mir kannst du über alles reden. Ich weiß auch nicht, was ich zum Verheimlichen hätte. Und dann kommst du her und alles ist so. Keiner traut sich irgendwas sagen. Ja, erstmal überhaupt einen Lieferant zu finden, ist schon schwierig, weil sie alle irgendwie keine richtige Homepage haben und so wie, ich möchte jetzt nicht sagen unsere, aber meine und deine Generation jetzt immer digitaler werden, du teilweise auf Leute triffst, die einfach noch nicht mal irgendwo im Netz auftauchen. Und das ist schon eine Umstellung, sodass du bewusst auf die Suche gehen musst. Und sie mit dir nicht sofort dich ansprechen und sagen, hey, du, ich würde hier das machen und das machen, ich kann dir mal bei dem und dem Problem helfen. Und auch dieses, ich bin es gewohnt, dass ich mit meinen Kunden ihnen helfe, ihre Probleme zu lösen. Das heißt, ich versuche auch, das Produkt meines Kundens zu verstehen und ihm zu erklären, pass mal auf, wenn du das so machst, könnte das zu einem Problem hier und dort führen. Das heißt, du tauscht auch Know-how aus. Das passiert relativ wenig. Das fand ich sehr enttäuschend. Okay. Das heißt, sie wollen von dir wissen, was du willst. Und das tun sie dann. Und wenn es am Schluss nicht funktioniert, bist du schuld. Finde ich teilweise, ist die falsche Einstellung. Ja, kann auch anstrengend sein. Ja, und das ist eigentlich eine ganz große Challenge, vor allem wenn du jemand bist, der da vom Austausch lebt, neu bist und versuchst, so viel Information wie möglich schnell aufzusaugen und daraus zu lernen und ins Produkt wieder umzumünzen. Und wenn dann dir von den Lieferanten nicht so wirklich geholfen wird, dann finde ich das eigentlich enttäuschend. Ja. Wobei es gibt ganz tolle Lieferanten auch. Also es hat aber lang gedauert, bis wir die richtigen jetzt gefunden haben. Ja. Thema Swissmade, weil wir viel darüber reden. Ja. Auch das Thema, ich habe dich vorher gefragt, wo die Schweizer Uhrenbranche hingeht. Ja. Klar, Emotionen werden nie aussterben. Wir haben schon, der Homo sapiens hat schon an der Feuerstelle einander Geschichten erzählt und davon gelebt. Und der Mensch will diese Geschichten. Ja. Das ist das perfekte Produkt dafür, um Geschichten zu übertragen, weil es sehr emotional ist und nicht nach 1,5 Jahren weggeworfen wird. Richtig, genau. Um dieses Swissmade natürlich auch noch, dieses Thema Swissmade. Ja. Es gibt in Deutschland sehr gute Uhren, es gibt in Japan sehr gute Uhren. Das sind sicherlich mit der Schweizer Uhrenbranche die 3 Länder, die am stärksten sind für mechanische Uhren. Was denkst du, was wünschst du dir für Swissmade, dass dieses Swissmade-Label in der Zukunft immer noch Wert hat? Was wünschst du dir von dieser Branche, dass wir gemeinsam denselben Weg gehen? Zusammenhalt. Genau das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Wir müssen lernen, miteinander zu kommunizieren und wir müssen miteinander an der Materie arbeiten. Wir unterstehen alle dieser einen großen Übermarke Schweizer Uhr. Das ist das, der wir alle untergeordnet sind. Es ist egal, ob wir, sage ich bewusst, Rolex, Omega, Breitling etc. heißen, wir unterstehen der Marke Schweizer Uhr und die müssen wir schützen und pflegen. Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass wir ständig alles irgendwo austauschen müssen, aber teilweise, wenn du da Mitarbeiter triffst von deinen Kollegen, die sich da nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie nicht wissen, was sie sagen dürfen und was nicht, und du denkst einfach, mein Gott, Leute, was ist denn das? Jetzt tun wir doch nicht so lange rum. Oder wenn es nicht möglich ist, eine gemeinsame Messe zu schaffen, das verstehe ich nicht.
das ist doch wichtig für uns alle, dass wir an einem gemeinsamen Punkt eine Ausstellung machen und sagen, wir sind Schweizer Uhr. Und dafür stehen wir, das sind unsere Werte. Dass da jeder sein eigenes Ding kochen muss. Das ist klar. Und diese ganzen Ego-Shooter, es ist nicht zukunftsweisend. Ja. Also eigentlich ein Wettbewerb mit einer gesunden Kooperation. Ja, Ja. gesunder Menschenverstand. Immer, worum geht's denn eigentlich? Und in meinen Augen kann ich nur appellieren an alle, auch wenn ich jetzt hier der Kleinste bin und wenig zu sagen habe, sitze ich als Außenstehender jetzt da und sage, warum arbeitet ihr eigentlich nicht alle zusammen? Was ist daran so schwer? Ja? Deswegen klaue ich hier niemandem irgendwas. Aber wir kämpfen alle um die gleichen Werte. Und da muss man zusammenstehen. Ja. Und momentan, was mit der Baselworld passiert, sorry, also ich kapiere es gar nicht. Es ist schon. Ich verstehe, dass die Baselworld nochmal da ist. Ja. Das verstehe ich total, weil das war vorhersehbar. Ja, das habe sogar ich als Außenstehender schon gemerkt, ja, so funktioniert das nicht mehr. Ja, aber dass dann jeder sein eigenes Süppchen jetzt kocht, Wie würdest du das machen? Ich würde eine Schweizer Uhrenmesse machen und ich würde nur Schweizer Uhrenmarken daran teilhaben lassen. Ich würde auch keine Schmuckmesse mehr machen. Ich würde dort auch keinen Verkauf machen, so wie so viele Schmuckhändler machen, dass sie dort auf Messen auch verkaufen. Ich würde eine reine Ausstellung machen. Ich würde sie nur für Schweizer Uhrenmarken machen, weil es um die Schweizer mechanische Uhr geht. Quarzuhren ist auch okay, aber es ist Schweizer Marken. Und ich würde sie fürs Publikum öffnen. Der Kunde, es geht heute um den Kunden. Es geht nicht mehr darum, dass ich mit Händlern irgendwelche Jahresverträge mache auf einer Messe. Ganz ehrlich, das mache ich über Videokonferenz oder ich besuche sie. Ja? Dieses Messekonzept ist aus, das ist tot, das braucht kein Mensch mehr. Ich brauche die große Ausstellung für den Endkunden. Ja? Dass er reinkommt und sagt, jetzt habe ich einmal in meinem Leben alle Schweizer Uhrenmarken mit allen Modellen in einem Raum und ich kann sie mir alle angucken und anfassen. Ja? Nicht so angucken und weg ist sie. Verstehst du? Nein, fass sie an. Ja. Ja? Und klar muss da jede Marke dazu was ihren Beitrag leisten. Und klar kostet das Geld. Das ist logisch, das ist nicht umsonst. Aber da muss halt jeder ein bisschen was dazu leisten. Weil wir kämpfen alle für die Marke Schweizer Uhr. Und die müssen wir halten. Ja, weil sind alle im gleichen Boot. Ja, und weil es das Beste ist, was es gibt. Und das soll es in 100 Jahren auch noch sein.